Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Update-Video aus der Brickworld. Wir machen heute Update 124. Das klingt total verrückt, wenn man das so hört. 124 Update-Videos, dazu noch die ganzen anderen Videos. Ich glaube, wir haben ungefähr 150 Videos in ungefähr 13 Monaten mit euch zusammen geschaffen. Also einfach unglaublich. Wir nähern uns den 6000, ich glaube 400 Abos, also auch das unglaublich. Und wie ihr sehen könnt, hier ist gerade alles vorbereitet für den nächsten Stream, Stream Nummer 5. Diesmal habe ich das Ganze auch mal ein bisschen früher angekündigt, auch mit einer richtigen Ankündigung des Streams an sich. Und ich bin gespannt, wie viele heute dabei sind, wie das Ganze läuft. Und ja, wie ihr vielleicht schon an der Position der Kamera sehen könnt, wird heute in diesem Bereich weitergebaut. Das heißt, im Stream würde ich gerne diese Wand hier nach oben komplett bringen. Mal schauen, wie weit wir da kommen. Vielleicht auch den Weg weiterziehen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie lange der Stream dauern wird. Auf jeden Fall wird nicht im Stream alles gebaut, was in diesem Update-Video zu sehen sein wird. Ich werde dann wieder ein bisschen nachbauen, abseits des Streams. Und dann haben wir ein schönes Update-Video, hoffe ich. Diesmal habe ich sogar daran gedacht, alles mal vorher zu filmen und nicht nur am Ende. Ja, ansonsten, das Lagerfeuer leuchtet weiterhin. Ihr habt im letzten Video gesehen, es war ja kein Update-Video, sondern ein kleines Zwischendrin-Video. Und hier wartet auch schon der Stream. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Es ist jetzt, sehe ich das hier auf diesem Handy, 21:52 Uhr. Der Stream ist für 22:15 Uhr geplant und gerade warten schon 13 Leute. Hier seht ihr auch, dass ein super Sprung in dem alten Handy drin ist, aber das ist ja für Streamen relativ egal. Ansonsten würde ich sagen, gleich nach dem Intro geht es weiter mit all dem, was während des Streams passiert ist. Wer Interesse hat, kann sich den Stream auch noch gerne dann anschauen im Nachhinein. Wird sehr wahrscheinlich wieder bei YouTube einfach im Archiv landen. Und dann würde ich sagen, gleich geht's los. So, es ist ungefähr 1 Uhr nachts. Wir haben gerade fast 3 Stunden lang gestreamt und ich habe leider gesehen, warum auch immer, dass YouTube den Stream nicht archiviert hat. Das nervt mich jetzt selber gerade enorm. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Tut mir leid. Hier vorne fehlt noch der Bonsai-Baum, wie der steht momentan da unten, weil der im Weg war. Aber wir haben hier vorne einiges an der Felswand geschafft. Also das sieht schon mal richtig gut aus. Wir haben den Übergang hier gut hinbekommen. Hier unten geht es schön hoch. Der ganze Weg nach oben, das sieht super gut aus, finde ich. Die Lücke hier muss halt noch geschlossen werden. Es war wirklich trotz 3 Stunden Zeit. Es dauert natürlich ein bisschen länger, weil ich natürlich auch mit euch rede und eure Fragen beantworte. Zwischendurch musste ich auch mal kurz weg. Aber es geht natürlich gut voran. Ich habe auch jetzt nicht das Problem, dass es mich so enorm stört, hier ewig Felsen aufeinander zu bauen. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig guter Weg. Wir haben jetzt hier, wird der Weg nach vorne gehen. Mal schauen, ob wir das heute noch machen. Also in diesem Update-Video. Und das ganze Grün kommt dann noch raus, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben für unseren Spielplatz noch. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall dann ganz, ganz schön aussehen. Und ich schaue jetzt einfach mal, wie ich jetzt da hinten mit der Felswand weiter vorankomme. Und im Gesamtblick, wir ignorieren ein bisschen das Chaos vom Bauen, kommen wir jetzt wirklich sehr, sehr gut voran, meiner Meinung nach. So, das erste kleine Update abseits des Streams. Das ist also für alle neu. Ich habe jetzt einfach hier mal den Bogen weiter nach unten gezogen. Das Ganze ist hier noch ein bisschen wackelig. Das macht aber nichts. Das wird stabiler, sobald außenrum weitergebaut wird. Und ich habe jetzt angefangen, hier den Felsen hochzuziehen und eine Verbindung zu schaffen mit sehr viel Vertuschen in Anführungsstrichen, weil wir natürlich hier einen schrägen Winkel haben. Und einfach mit Blättern und anderen Steinen kriegen wir es schon hin, dass das so ein bisschen hübsch aussieht. Ich ziehe jetzt hier, jetzt habe ich den Busch hier zum 100. Mal abgerissen. Ich ziehe jetzt hier die Wand weiter nach oben, dass wir hier jetzt die Lücke schließen. Gleichzeitig baue ich hier die Verkleidung für die Wand nach oben. Da muss ich das alles gleichzeitig bauen, damit es eben eine Einheit wird, weil ich kann das nicht mehr nachträglich beides bauen. Es muss beides gleichzeitig hochgezogen werden. Und ich bin guter Dinge, dass wir heute tatsächlich endlich schaffen, diese Lücke zu schließen. Und das macht dann natürlich optisch schon mal einen riesen Unterschied, wenn diese Farbseuche da hinten verschwinden wird. So, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem, wie sich das Ganze entwickelt. Einziges Manko, das Ganze hat sich hier ein bisschen verschoben. Ihr seht, ursprünglich stand es hier an. Jetzt haben wir hier ein bisschen Lücken. Das lässt sich aber lösen, aber dadurch habe ich das hier ganz gut an die Felswand anbauen können. Und was sich jetzt natürlich auch zeigt, ist dadurch, dass ich gestern im Stream angefangen habe, zum ersten Mal auch die dunkleren Blätter zu nutzen, die deutlich teurer sind als die helleren. Es macht leider schon was aus. Und wir werden wahrscheinlich langfristig auch tatsächlich die Bäume nochmal ein bisschen modifizieren, sodass die beiden Farben dran kommen.
Idee im Stream war auch, dass man vielleicht auch im Baum mal ein paar orangene oder gelbe Blätter und so weiter einbaut, einfach ein bisschen auch tote, absterbende Blätter einzuzeigen. Ich habe jetzt mal 2 von diesen orangenen Blättern einfach mal auf den Weg gelegt, einfach um mal zu zeigen, wie es aussehen könnte, wenn da auch noch mal so ein bisschen Laub rumliegt. Dazu bitte auf jeden Fall gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wie das für euch aussieht. Und ich bin aber tatsächlich doch sehr, sehr zufrieden, wie jetzt das ganze Problem sich jetzt nach und nach löst. Hier oben fehlt noch ein Stück von der Kuppe, die baue ich gleich noch. Aber dann hätten wir hier auf jeden Fall den Fels komplett geschlossen. Und dann können wir hier oben noch ein bisschen mit der Mauer weiterbauen. Das wird auch eine sehr schöne Geschichte. Und auch, ja, ich muss sagen, das Gesamtbild gefällt mir. Der Bonsai-Baum steht momentan vorne. Der ist ja hier nur zum Einlegen. Es haben auch hier diese Flat Tiles. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und auch der kleine Anstieg, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wenn man dann später hier hinten die Altstadt haben wird, glaube ich, wird das ein super Anblick werden. Wie man jetzt sehr gut sieht, ist die Lücke endlich geschlossen. Und ich habe jetzt hier mal so einen Busch reingebaut, der aus 3 verschiedenen Blätterfarben besteht. Die hellgrün, die dunkelgrün. Und jetzt habe ich ein bisschen von diesen Orangen mit reingebaut. Ich finde, es gibt dem Ganzen doch nochmal so einen ganz netten Farbklecks. Und ich finde es persönlich sehr gut. Dazu schreibt ihr mir gerne auch in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Bringt halt einfach nochmal ein bisschen mehr Farbe in das Ganze. Sonst haben wir halt einfach nur hellgrün und 2 Grautöne. Und so kriegen wir jetzt auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen andere Farbe mit rein. Bevor ich jetzt aber gleich noch weitermache, schauen wir uns nochmal die aktuelle Post an. Die eine habe ich euch gestern schon gezeigt. Die ist von meinem Kanalmitglied Marco. Der hat seine Sigfig mitgeschickt. Die finden auf jeden Fall sehr bald ihren Platz hier in der Stadt. Und dazu schreibt er noch, hat auch extra vermerkt, dass es vorgelesen werden darf. Hallo Daniel, heute bekommt deine wunderschöne Stadt wieder einen neuen Mitbewohner. Vielen, vielen Dank dafür. Es ist einfach Wahnsinn, wie groß deine Stadt im ersten Jahr schon geworden ist. Hierzu nochmal alles Gute nachträglich. Vielen Dank dir. Ich bin nebenbei ausbauen und habe mir gedacht, wo Autos sind, entstehen auch Dellen. Somit habe ich mir meine eigene Figur mit meiner Arbeitsteilung geschickt. Wie gesagt, seht ihr hier. Um die Autos wieder zu reparieren. Vielleicht kommt ja bei dir irgendwann mal eine kleine Werkstatt, wo ich arbeiten kann. Werkstatt kommt tatsächlich irgendwann, nicht auf der aktuellen Platte, aber es ist eine geplant. Ansonsten kann ich ja auch gerade auf dem Weg zum Zug sein, um zur Arbeit zu kommen. Das machen wir auf jeden Fall auch gleich noch. PS, das Teil auf den Rädern soll eine Lampe sein. Besser habe ich es nicht hinbekommen. Kannst du ja umbauen oder weglassen. Es ist immer wieder eine Freude, dir zuzusehen. Hoffentlich hast du noch ganz viel Lust, Zeit und Ideen für deine Stadt. Viele liebe Grüße aus Wolfsburg, Marco. Ja, vielen Dank für die Figur. Ich habe es ja euch ja gestern schon mal gezeigt. Marco ist übrigens auch ein Kanalmitglied. Das heißt, wenn ihr das Projekt hier finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne unten mal klicken auf Kanalmitglied werden. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Damit zahlt ihr einen monatlichen, ja, sagen wir mal, Beitrag, bekommt dafür ein kleines Symbol neben euren Namen und könnt besondere Smileys nutzen. Ansonsten gibt es keine Vorteile, weil ich eben jetzt nicht zwischen Anführungsstrichen zahlenden und nicht zahlenden Mitgliedern einen Unterschied machen möchte und also was die Inhalte angeht, und deshalb bekommt ihr einfach symbolisch eben eure Abzeichen und eure Smileys. Und das zweite Paket kommt interessanterweise noch von einem anderen Kanalmitglied, und zwar von Zottelzockt. Ist gerade mit der Post gekommen. Zum einen ist hier eine Videofigur drin, also ein Blind Bag Pack. Und ich mache jetzt einfach mal ein bisschen unbezahlte Werbung. Zottelzockt TV. Er ist auch bei Twitch unterwegs und ist Kanalmitglied, wie gesagt, wie Marco. Und schreibt, hallo Daniel, vielleicht kannst du damit deiner Stadt noch mehr Farbe geben. Liebe Grüße, Zottel und Krienchen. Zottel und Krienchen sind tatsächlich auch schon als Minifigur vorhanden hier in der Stadt. Die sind hinten im Bahnhof, im Wartebereich. Das habe ich schon mal gezeigt. Auf jeden Fall euch beiden, oder euch dreien besser gesagt, vielen, vielen Dank für das, was ihr bekommen habt. Wir schauen in die Videopackung gleich auch nochmal rein. Ansonsten werde ich hier gleich nochmal ein bisschen weiterbauen, würde ich sagen. Und ja, schauen wir einfach mal, wohin es noch geht. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass diese Farbklecks jetzt verschwunden ist. So, wie ihr sehen könnt, bin ich noch mal ein bisschen weitergekommen. Ich habe jetzt hier den Löwenkopf, der ja auch das Wappentier von Brickgate ist, also der Stadt, die hier ist. Brickworld ist das gesamte Projekt. Brickgate ist die Stadt, die ja hier steht. Und das ja, hinter die Altstadt ist dann so ein Old Brickgate. Und der Löwe ist das Wappentier, deshalb sieht man ihn auch öfters in den Mauern, zum Beispiel hier, aber auch dort hinten. Das sieht man von hier aus nicht. Aber auch zum Beispiel an diesem Vorsprung in der Mauer sind auch mehrere Löwenköpfe eingebaut. Und jetzt habe ich den ein bisschen tiefer gesetzt, damit es ein bisschen hübscher aussieht mit dem Eingangsportal. Und ich sehe gerade, dass das hier nicht mehr richtig dran ist. Das muss ich dann später mal richtig machen. Mit einer Hand gerade schwer zu machen. Aber
Aber ich habe jetzt hier die Mauer oben höher gezogen. Ihr seht, das Ganze ist jetzt durchgehend von hier drüben bis nach da. Und hier fehlt noch der Bonsai-Baum, der kommt auch gleich wieder rein. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt hier vorne noch ein bisschen den Felsen hochgezogen. Das hier werde ich bei einem nächsten Update-Video machen, weil mir jetzt ein bisschen die Zeit davonläuft. Und das hier doch einige Zeit schon gedauert hat, abseits des Livestreams, der ja auch 3 Stunden gedauert hat. Und ich werde jetzt mal wieder mit einer Hand, denke ich, naja, was machen wir gleich? Ich setze gleich noch den Baum ein. Und dann stelle ich noch 1, 2 Minifiguren hin, dann schauen wir uns im nächsten Cut das gleich nochmal an. Aber vorher gehen wir noch kurz dort rüber zum Bahnhof. Denn ich habe die Minifigur von Marco, unserem Kanalmitglied oder meinem Kanalmitglied, hier eingebaut. Ihr seht ihn jetzt, ich muss mal hier durchgucken. Dort hinten steht er gerade, ist auf dem Weg zu seinem Zug, nehme ich mal an. Und er hat eine ganz nette Position, finde ich, hier gefunden. Wird, wie gesagt, wenn wir irgendwann eine Werkstatt bauen, wird er nochmal umziehen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, oder was ich noch zu erwähnen ist, ich habe noch das Videopäckchen von Zottel und Krienchen ausgepackt. Und lustigerweise ist da diese Figur drin. Und das Lustige an der Geschichte ist, das ist eine von 3, die mir noch gefehlt hat. Ich habe ja mal 10 Päckchen ausgepackt und da waren dann 9 verschiedene Figuren drin. Es gibt, glaube ich, 12. Und die hat noch gefehlt. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Absicht ist, wahrscheinlich nicht, weil es ja totale Blindbags sind durch den Karton. Aber lustigerweise habt ihr natürlich eine Figur geschickt, die ich noch nicht habe. Und ich kann mir vorstellen, dass ich die vielleicht irgendwo vor so einem Süßigkeitenladen im Bahnhof einbauen werde. So ein bisschen als Maskottchen. Also vielen Dank dafür noch. Und ansonsten, wenn ihr mir auch irgendwie eure Sigfix oder so schicken wollt, dann findet ihr die Adresse hier im Impressum oder ihr schreibt mir einfach bei Instagram. Dazu findet ihr den Link unten. Dann machen wir jetzt nochmal ganz kurz einen Cut. Hier ist übrigens nicht schon was der Rolle, da bin ich immer noch sehr, sehr stolz drauf. Und dann werde ich vorne noch kurz einen Baum hinsetzen und Minifiguren und dann schauen wir uns gleich das Ganze nochmal final an. So, wie ihr sehen könnt, eine Figur ist da unten schon zu sehen. Dahinter ist noch eine, das schauen wir uns gleich an. Und der Bonsai-Baum ist wieder drin. Ich weiß, es nimmt ein bisschen von der Optik, die man vom Tor sieht, aber ich finde persönlich, dass es auch ein bisschen ganz nett aussieht, wenn das hier so ein bisschen versteckt ist. Aber wenn man von hier oben drauf schaut, sieht man auch was. Und wenn man jetzt, ich muss jetzt mal hier um die Steine herumlaufen. Wenn man hier steht, sieht man auch noch mehr davon. Also ich finde es eigentlich ganz nett, dass es auch ein bisschen mal was verdeckt ist. Und es ist eben auch nicht komplett verdeckt. Und der Baum passt einfach wirklich sehr, sehr gut an diese Stelle. Ansonsten gehe ich jetzt mal mit der Kamera und mit euch hier runter. Und dann seht ihr, dass jetzt hier 2 Figuren stehen. 2, die tatsächlich zum Mittelalter-Fantasy-Festival gehören. Das vorne ist natürlich, erkennt ihr wahrscheinlich, Boromir. Und das dahinter müsste Ollivander aus Harry Potter sein. Ich finde, die passen eigentlich beide ganz gut hier hin, optisch. Und die laufen halt jetzt einfach hier runter. Finde ich ganz hübsch. Auch das Ganze hier jetzt außenrum, wie es geworden ist. Wir müssen natürlich demnächst hier oben das noch ein bisschen machen. Vielleicht kommt da noch ein Baum hin, ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Lücke hier neu schließen. Die hat sich ein bisschen verschoben. Aber sonst muss ich sagen, dass es auf jeden Fall einen sehr guten Schritt nach vorne jetzt gemacht hat. Vor allem, weil eben jetzt diese hässliche Lücke geschlossen ist, wo man noch die ganze Unterkonstruktion gesehen hat. Und wenn wir dann in absehbarer Zeit hier vorne schließen und das hier schließen, dann kriegen wir hier wirklich einen wunderschönen Blick vorne auf die Brickworld. Und es wird einfach hübsch hier vorne, muss man sagen. Da kommt natürlich hier noch Beleuchtung rein. Wir haben ja momentan nur das Lagerfeuer da. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefällt. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und vor allem, was ich gerne von euch wissen möchte, ist ganz wichtig. Wie findet ihr den Einsatz dieser orangenen Blätter? Habe ich ja jetzt mal ein paar Mal eingesetzt. Zum einen als heruntergefallenes Laub und noch ein bisschen in den Pflanzen hier hinten. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank für alle, die beim Livestream dabei waren. Vielen Dank für eure Treue hier allgemein. Und vielen Dank nochmal an Marco und an Zottel und beziehungsweise Krienchen für eure Post. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund, ganz wichtig natürlich. Viel Spaß beim selber bauen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier wieder in der Brickworld. Tschüss.